Hallo liebe Kursteilnehmer, in diesem Video will ich euch zeigen, wie ihr die Kursunterlage einsetzt und euch auf die ersten Kapitel konzentriert, die besonders wichtig für die Computerführerscheinprüfung sind. Das, was wir hier an Zusatzmaterialien bekommen, das findet ihr, wenn ihr diese Adresse hier oben eingebt oder einfach nur nach WW 2021 sucht. Kann ich ja mal zeigen, ne, wenn man hier eingibt WW 2021, dann findet ihr in der Regel schon das, was der Herd Verlag an Literatur anbietet. Genau das ist es, was ich eben schon hatte. Und ja, da will ich erstmal zumachen. Da haben wir dann hier die Beispieldateien. Die sind besonders wichtig, weil die gehören unmittelbar zu den Kursen. Ich habe gerade drauf geklickt, da werden die runtergeladen. Da sehen wir, hier gibt es zum Beispiel die Beispieldateien zum ersten Kapitel, Willkommen und Willkommen E. Die kann man sich direkt anschauen, ne, durch draufklicken, und da sehen wir sie. Ich habe also hier noch nicht die Bearbeitung aktiviert, kann man aber machen, und dann kann man damit arbeiten, aber das solltet ihr jetzt nicht einfach runterladen, sondern ich schlage vor, wenn ihr das bisher noch nicht gemacht habt, dass ihr einfach mal diese paar Zeilen hier abschreibt. Wenn ihr da schon Erfahrung habt im Schreiben mit Word, klar, dann könnt ihr das auch runterladen und macht dann die Übung. So, das hier ist die Übung zum Start. Ich lege das mal zur Seite, das hier auch. Wenn ihr die Übung auf den ersten Seiten dann gemacht habt, wie vorgeschlagen, das ist dann, sind die nächsten Seiten vom ersten Kapitel, dann sollte es am Ende so aussehen. Das will ich euch also auch zeigen. Da kann ich also auch okay erstmal bestätigen und Bearbeitung aktivieren. Da sind also Rechtschreibfehler korrigiert. Hier ist was umsortiert, dann ist noch eine Überschrift oben drüber geschrieben worden, aber ansonsten ist das so wie der Text, den ich euch eben gezeigt habe. Wie gesagt, macht genau das, was auf diesen Seiten steht, und wenn ihr das richtig nachvollzogen habt, dann steht am Ende dieses Dokument Willkommen E. So steht es auch hier oben in der Titelleiste, und wenn das, was ihr da als eigenständige Übung selbst nachvollzogen habt, richtig gemacht habt, dann sieht es mit dem Vergleich genauso aus, wie man das hier sieht. So, das ist also jetzt erstmal die Erklärung zu den Beispieldateien. Am Ende der Kapitel gibt es Übungs- und Ergebnisdateien, noch nicht beim ersten Kapitel, aber bei den höheren Kapiteln kommt das dann vor, und wenn ihr dann Langeweile habt, könnt ihr noch mehr Übungen machen. Die ergänzenden Lerninhalte, die habe ich jetzt auch mal angeklickt. Da steht dann unten drunter Word mit Gesten steuern, ist also auch ganz interessant. Wenn man darauf klickt, dann hat man hier ein paar Tipps, ne, wie man das bei den Touchscreen-Monitoren dann macht, oder wenn man hier ein Tablet hat, dann ist das also hier beschrieben. Ist jetzt nicht ganz so wichtig, könnt ihr machen, wenn ihr möchtet. Empfehlenswert ist auch, dass man sich mal die Wissenstests anschaut. Da gibt es die Basiskompetenzen, die kann man dann hier nachprüfen, selbst beginnen. Da gibt es hier 10 Fragen. Einige Fragen werden dann sehr ähnlich sein bei der echten Prüfung, empfehle ich dann. Wenn man hier solche Kästchen hat, dann lässt sich hier an mehreren Stellen eine Markierung setzen. Absätze können immer nur eingefügt werden, das ist also Unsinn. Ich mache hier einfach mal 2 Haken, und das kann man dann hier ankreuzen. Ich klicke dann mal auf Bestätigen, und dann sieht man, aha, das, was ich da angekreuzt habe, war richtig. Man hat also unmittelbar die Kontrolle. Will ich aber jetzt nicht weitermachen. Ich schließe also diesen Wissenstest, und dann sehen wir wieder hier, was auf dieser Startseite zu dem Buch mit den ersten 15 Seiten zu sehen ist. So, wir haben dann erklärt, was das hier soll, diese Plusunterlagen. Da kommt jeder dran, auch der das Buch nicht kauft. Bevor man das Buch kauft, meine Kursteilnehmer erhalten ja einen Gutscheincode, dann hat es also der Veranstalter schon bezahlt. Dann kann man das aber trotzdem schon mal lesen. Wenn man es erstmal sehen will, lohnt sich das, was das hier in Papierform kostet, oder
Wenn man es als E-Book kauft, dann ist es billiger, empfehle ich also durchaus, weil da kann man auch reinschreiben und notfalls kann man sich es auch drucken, wenn man immer noch Papier in Händen halten will. Aber ich gehe jetzt mal auf die Leseprobe, habe ich gerade getan. Und da sehen wir dann auch gleich die Seite, was ist das hier? Seite 5, die ersten Seiten, da ist Inhaltsverzeichnis drauf. Man kann also hier draufklicken, ne? Man hat hier die Möglichkeit, das Inhaltsverzeichnis anzuschauen und dann geht es hier los, wo ich jetzt also anfangen will. Was ist Word? Ich empfehle wirklich, dieses Kapitel genau durchzulesen auf jeder Seite dieses ersten Kapitels. Da sehe ich Inhalt, der in sehr ähnlicher Form in den Prüfungsfragen vorkommen wird. Na, zum Beispiel, dass Word eben eine App für die Textverarbeitung ist. Also das ist hier genau beschrieben. Dann sind hier auch schon Vorlagen erwähnt, ne, die einem das Leben leichter machen. Dann braucht man also nur die Änderungen anzubringen, wenn man dann eine neue Rechnung schreibt, ne, und so weiter. Das ist also hier optimal beschrieben. Das, was dann eben von mir schon gezeigt wurde, das ist hier im ersten Kapitel das Ziel, dass das hinterher so aussieht, ne, ob Brief, Einladung, Handzettel oder ein ganzes Buch. Das ist also der Text, den ich eben gezeigt habe, der also bei den Beispieldateien war. Und dann ist beschrieben, wie man da hinkommt. Man startet Word, die App. Ja, das ist also wichtig. Word ist also die Textverarbeitungs-App. In der Prüfungsfrage taucht das so ähnlich auf. Und dann sieht man hier eine Reihe von Vorlagen. Meistens fängt man also am Anfang mit einem leeren Dokument an. Später kommen dann hier Vorlagen, wo also schon was drin steht. Dann müsst ihr wissen, wie die Bezeichnungen sind, also dass man hier eine Titelleiste hat. Na, hier ist das Menüband im Augenblick zu dem Register Start, weil das ist hier ausgewählt, erkennbar an dem Strich darunter. Und dann haben wir hier die Cursor-Position, werden wir gleich sehen. Und dann die Begrifflichkeiten empfehle ich also wirklich, schaut euch das an, weil Begrifflichkeiten sind gern bei den Multiple-Choice-Fragen abgefragt. So, dann sind wir hier schon auf der Seite 8 und da sieht man, hier geht es jetzt, dass man über den vorhandenen Text, wenn man den also jetzt als erstes aus der Übung heruntergeladen hat, dass man noch Willkommen zu Word oben drüber schreibt. Wie man das macht, ist also hier auf der Seite 8 unten, auf der Seite 9 oben beschrieben. Und dann kann man hier noch Cursor-Position setzen. Das ist also wichtig, wo man schreibt. Da sieht man also diesen Strich, die Schreibmarke, Cursor genannt, muss man also wissen. Und dann geht es hier rum in dem Text auf der Seite 10 am Anfang, wie man den Text verschiebt, weil die Reihenfolge der 3 Aufzählungspunkte, die soll verändert werden. Das schnelle Erfassen soll nach vorne gebracht werden. Und das ist also hier beschrieben, wie man das macht. Ich werde das also hier nicht durchführen. Ihr könnt das ja hier lesen. Und wenn es dann wirklich nicht klappt, ihr wisst, wo ihr mich findet, in dem Übungsraum D wie Dozent, da bin ich am Nachmittag zu finden. Vormittags können wir das natürlich auch schon mal üben, aber nur 1 oder 2 Mal. Wer es dann immer noch nicht hinkriegt, der ist dann nachmittags dann in dem Raum D und kann es mit mir unter 4 Augen üben. So, dann haben wir hier noch die Begrifflichkeiten, sehr wichtig, auf der Seite 11, wie man so ein Dokument speichert. Das soll nämlich jetzt gespeichert werden. Und das kann man dann speichern, wo man möchte. Dann geht es hier noch, dass man hier übt, verschiedene Schriften und Schriftgrößen einzusetzen. Das kann man also hier machen. Die Symbole, die da verwendet werden, die sind hier abgebildet. Dann kommt die Absatzformatierung. Wir haben ja gesehen, da sind dann linksbündig zu sehen. Das ist ja standardmäßig so eingestellt, aber es gibt dann auch andere Formen. Und das ist also hier auf der Seite 13 beschrieben. Wenn man diese Formatierung gemacht hat, dann kann man das auch drucken. Wir werden hier, weil wir in der Regel keinen Drucker an unseren Rechnern haben, das nur in der Druckvorschau anschauen. Das sieht dann so aus, wie man das hier im rechten Teil dieses Bildes sieht. Und dann werden wir das Ganze speichern und Word beenden. Wie gesagt, das solltet ihr oder das sollten Sie hier alles nochmal selbst durchführen, nachdem wir das am Morgen mal gemeinsam geübt haben. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, wie gesagt, dann bin ich in dem üblichen Dozentenraum D, wie ich das schon beschrieben habe.
Die letzte Seite der Leseprobe ist die Seite 15, grundlegende Techniken. Da gehen wir dann ins Detail. Da steht dann hier Wordfenster im Überblick. Also diese Begrifflichkeiten, die man hier sieht, bitte alle merken, sind Gegenstand einer Multiple-Choice-Prüfungsfrage. Und das ist also hier in der Tabelle dann nochmal zusammengestellt. So, das war es denn auch schon, was ihr hier in der Leseprobe findet. Ich lege sie euch also nochmal ans Herz. Und wenn ihr dann von mir die H5P-Fragen bekommt, da werdet ihr sehen, da habe ich schon 20 Fragen untergebracht, die in ähnlicher Form dann hinterher in der Prüfung vorkommen werden. Die habe ich also von der KI auf Basis des Inhaltsverzeichnisses und des Lernzielplans zum Computerführerschein erstellen lassen. Die sind also nicht von mir formuliert, sondern die KI hat die formuliert. Aber diese Prüfungsfragen, die kommen schon sehr dicht an die echten Fragen ran. Wenn ihr die also beantworten könnt, dann wird es auch am Ende mit der Prüfung locker klappen. So, das war's für dieses Video. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.